Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Jesus Christus, der in den Himmel aufgefahren ist, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute die Vorabendmesse zum Fest Christi Himmelfahrt. Wir begehen die Feier der Danksagung für das, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat. Die Vaterliebe Gottes wurde in Jesus offenbar, greifbar. In seinem Leiden und Sterben, in seiner Auferstehung haben wir diese Gewissheit erhalten, dass Gott uns liebt, dass er für uns da ist. Dieser Jesus lebt nun in der Herrlichkeit des Himmels als der Menschgewordene, als der Gekreuzigte. Er hat aber diese Erde nicht verlassen. Er hat die Jünger, er hat uns alle nicht allein gelassen. Er bleibt anwesend in seiner Kirche und durch sie in der Welt, für die Welt, für uns alle. Zum verherrlichten Herrn rufen wir. Herr Jesus Christus, du bist heimgegangen in die Herrlichkeit deines Vaters. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du hast deinen Jüngern und uns deine Botschaft anvertraut. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bleibst bei uns in der Kraft des Gottesgeistes. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabgekommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich 2 Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gott steigt empor, Erde jauchze, Halleluja, preist unseren Herrn. Gott steigt empor, Erde jauchze, Halleluja, preist unseren Herrn. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzt Gott zu mit lautem Jubel. Denn furchtgebietend ist der Herr, der Höchste, ein großer König über die ganze Erde. Gott steigt empor, Erde jauchze, Halleluja, preist unseren Herrn. Gott stieg empor unter Jubel, der Herr beim Schall der Hörner. Singt unserem Gott, ja, singt ihm.
spielt unserem König, spielt ihm. Gott steigt empor, Erde jauchze, Halleluja, preist unseren Herrn. Denn Gott ist König der ganzen Erde, spielt ihm ein Psalmenlied. Gott wurde König über alle Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Gott steigt empor, Erde jauchze, Halleluja, preist unseren Herrn. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, der Gott Jesu Christi unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen unseres Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist, durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 40 Tage nach der Auferstehung Jesu feiert die Kirche das Hochfest Christi Himmelfahrt. Damit vollendet unser Herr Jesus Christus sein Heilswerk hier auf Erden, indem er anzeigt, dass er endgültig in die Herrlichkeit seines Vaters im Himmel eingegangen ist. Durch seine Himmelfahrt zeigt uns Jesus, dass er lebt für ewig in der Herrlichkeit seines Vaters. Das Hochfest Christi Himmelfahrt bringt eine zentrale Wahrheit unseres christlichen Lebens zum Ausdruck, dass nämlich auch wir mit Jesus, dem Herrn, zur Herrlichkeit des ewigen Lebens bei Gott berufen sind. Im Johannesevangelium heißt es: Ich gehe, um für euch einen Platz vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wie gut zu wissen, dass auch wir im Himmel einen Platz haben. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagt Jesus. Apostel Paulus drückt diese Wahrheit unseres Glaubens so aus: Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sollen nicht vergessen, was wir zur Beerdigung singen. Wir sind nur Gast auf Erden. Liebe Schwestern und Brüder, das Ziel unseres irdischen Lebens ist in der Herrlichkeit des Himmels zu finden. Als Sterbliche sollen wir unsere Hoffnung dorthin richten, wo sie nicht enttäuscht wird, sondern ihre Erfüllung findet. Zu Gott, der uns liebt und als seine Kinder annimmt, der uns zu Erben des Himmels eingesetzt hat und uns in die ewige und selige Gemeinschaft mit ihm beruft. Dieses Fest schenkt uns Hoffnung und Zuversicht und leitet uns an, bei all unserem Denken, Reden und Tun im Irdischen unseren Blick auf das Himmlische zu richten. Wir können sagen, unser Anteil und Erbe ist im Himmel, wo wir die wahre Heimat finden. Liebe Schwestern und Brüder, der auferstandene und der in den Himmel aufgefahrene Jesus verlässt uns nicht. Seine große Verheißung steht im Evangelium: Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Menschgewordene, der gekreuzigte und auferstandene Herr, der jetzt im Licht und in der Herrlichkeit Gottes ist, er ist und bleibt den Seinen, der Kirche und auch uns dennoch nahe. Er verspricht uns, dass er auf geheimnisvolle Weise bei den Menschen gegenwärtig bleibt, die als Glaubende noch auf Erden pilgern. Christus ist gegenwärtig, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Christus ist gegenwärtig, wenn wir in der Tiefe des Herzens beten. Er ist gegenwärtig in jedem Sakrament. Er ist gegenwärtig, wenn wir sein Wort hören,
wenn wir das Brot brechen und das Mahl der Liebe feiern. Er kommt zu uns und schenkt sich uns in der heiligen Kommunion. In der zweiten Lesung aus dem Epheserbrief heißt es: Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Wir beten heute: Herr, stärke unsere Hoffnung. Amen. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns voll Vertrauen beten zu unserem Vater im Himmel, der Jesus Christus von den Toten auferweckt und in seine Herrlichkeit erhöht hat. Für alle, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen und für alle, denen die Zukunft Angst macht. Hilf, dass sie in deiner Botschaft und deinem Leben neue Hoffnung und neuen Mut entdecken können. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unseren Papst Franziskus und die Bischöfe und für unsere Gemeinden, dass sie die Zeichen der Zeit erkennen und Mittel und Wege finden, die frohe Botschaft überzeugend und glaubwürdig zu verkünden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich auf der Suche nach Glück und Erfüllung in Sackgassen verirrt haben und die ihr Herz an falsche Heilsbringer verloren haben. Hilf ihnen, ein Fundament in ihrem Leben zu finden, das sie wirklich trägt. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die versuchen, etwas von deiner Liebe und Freiheit in ihrem Leben konkret werden zu lassen. Lass sie spüren, dass sie auf diesem Weg nicht allein gelassen sind. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Kranken und Leidenden. Lass sie immer deine heilende und stärkende Nähe erfahren. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Verstorbenen unserer Gemeinde und für alle Verstorbenen, dass sie in deinem Himmel die ewige Heimat finden. Wir beten heute besonders für Verstorbene der Familie Zimmer und für Johann und Maria Schmid. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus in deine Herrlichkeit erhöht. In ihm hast du uns die Hoffnung auf ein ewiges Glück gegeben. Wir bitten dich,
gib uns die Kraft, Zeugnis zu geben für diesen Glauben und diese Hoffnung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Allmächtiger Gott, am Fest der Himmelfahrt deines Sohnes bringen wir dieses Opfer dar. Gib uns durch diese heilige Feier die Gnade, dass wir uns über das Irdische erheben und suchen, was droben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ihr erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit. Denn er ist als Sieger über Sünde und Tod aufgefahren in den Himmel. Die Engel schauen den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung. Er kehrt zu dir heim, nicht um uns Menschen zu verlassen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er als Erster vorausging. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Unser
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Leben. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus, dein eingeborener Sohn, unsere schwache, mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur zu deiner Rechten erhoben hat. Durch ihn bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut die zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren apostolischen Administrator Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers Gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, wir öffnen unsere Herzen für Jesus. Er kommt zu geistiger Weise zu uns.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns, die wir noch auf Erden leben, deine göttlichen Geheimnisse anvertraut. Lenke unser Sinnen und Verlangen zum Himmel, wo Christus als Erster der Menschen bei dir ist, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der allherrschende Gott, der heute Christus zu seiner Rechten erhöht und uns den Zugang zum Leben erschlossen hat, gewähre euch die Fülle seines Segens. Amen. Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus zum Himmel erhoben. Er sei euch ein gnädiger Richter, wenn er wiederkommt. Amen. Er thront in der Herrlichkeit des Vaters und bleibt dennoch inmitten seiner Kirche. Er schenke euch den Trost seiner Gegenwart. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja.